Immer wieder bekomme ich Anfragen zur Rente mit 63, wie und ob das überhaupt funktioniert. Viele können aus gesundheitlichen Gründen gar nicht bis zur Regelaltersgrenze warten oder arbeiten und suchen nach Alternativen. Aber wie sieht die andere Seite aus, die finanzielle? Wie hoch sind die Einbußen wirklich? Das schauen wir uns anhand eines konkreten Beispiels an. Einer meiner Mandanten gab mir freundlicherweise seine ganz aktuellen Unterlagen von der Rente. Er ist Jahrgang 61, ist Bauarbeiter und hatte eine Anfrage wegen Rente mit 63 an die gesetzliche Rentenversicherung gestellt. Ja, und dann die Frage, muss ich trotz Abschläge bei der Rente auch Steuern zahlen? Darum geht es in diesem Video. Mein Name ist Jutta Martin. Ich bin unter anderem Autorin mehrerer Steuerratgeber und das hier ist mein ganz neuestes Buch, der hier Steuern sparen für Rentner. Ihr könnt diesen Ratgeber als E-Book oder Taschenbuch auf Amazon bekommen oder aber auch im Buchhandel käuflich erwerben. Falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, so lohnt sich das auf jeden Fall, weil ich hier zu aktuellen Themen Rente und Steuern informiere. Fragen und Anregungen bitte unten in die Kommentare und sichert euch auch die kostenlose Checkliste zur Vorbereitung der Steuererklärung speziell für Rentner oder aber die Gratisanleitung in 7 Schritten zur Steuererklärung. Auch diesen Link findet ihr unter diesem Video. Die Anhebung des Rentenalters bedeutet ja in Wirklichkeit eigentlich nichts anderes als die Kürzung der Rente. Eine Möglichkeit der vorgezogenen Altersrente ist die Rente für langjährig Versicherte. Die Altersrente für langjährig Versicherte gibt es, wenn das Versicherungskonto mindestens 35 Versicherungsjahre aufweisen kann. Viele erfüllen diese Voraussetzung und könnten theoretisch mit 63 Jahren in Rente gehen. Aber kann man sich das überhaupt leisten? Der Rentenabschlag beträgt immerhin 0,3% pro Monat. Das sind 3,6% pro Jahr, die man vor Erreichen der gesetzlich festgelegten Regelaltersgrenze in Kauf nehmen muss. Im schlimmsten Fall sind das 14,4%, nämlich 48 Monate mal 0,3%. Es gibt also Rentenabschläge. Dazu kommt außerdem, dass Beitragsjahre bis zur Regelaltersgrenze natürlich fehlen. Beides zusammen hat eine enorme Auswirkung auf die Rentenhöhe. Und von der schon niedrigeren Rente werden ja auch noch Krankenversicherungen und Pflegeversicherungsbeiträge abgezogen. Das sind rund 11%. Und es können Steuern fällig werden. Das hängt individuell vom persönlichen Fall ab. Kann und will man sich das leisten? Dazu schauen wir uns jetzt mal ein konkretes Beispiel an. Einer meiner Mandanten hat mir freundlicherweise seine aktuellen Daten der gesetzlichen Rentenversicherung zur Verfügung gestellt. Er ist Jahrgang 1961 und arbeitet im Straßenbau. Er ist somit täglich neben der körperlichen Arbeit auch den Witterungseinflüssen ausgesetzt. Da er auch gesundheitliche Beeinträchtigungen und einen Grad der Behinderung von 40 hat, bat er bei der Deutschen Rentenversicherung um eine Auskunft. Die sieht nun folgendermaßen aus. Also die ist ganz frisch, 1. Februar 2022. Er kann mit Abschlägen zum 1. Oktober 2024 in Rente gehen. Die Abschläge betragen 12,6%. Er geht also 42 Kalendermonate vorzeitig in Rente, 42 Kalendermonate mal 0,3% ergeben dann diese 12,6%. Die Rente, die er zum 1.10.2024 bekommen würde, beträgt 1.362,37 Euro, also Bruttorente im Monat. Zieht er durch, bis er die Regelaltersgrenze erreicht hat, kann er zum 1.4.2028 ohne Abschläge in Rente gehen und bekommt 1.553,85 Euro Bruttorente, eben aus heutiger Sicht. Das ist eine Differenz von 191,48 Euro. Also wenn er 42 Monate eher in Rente geht, büßt er gute 190 Euro ein. Wir schauen uns das mal hier weiter an. Und zwar ist dann hier noch der Hinweis, Rente wegen voller Erwerbsminderung. Das interessiert uns in diesem Fall nicht. Hier nochmal der Hinweis, Regelaltersrente ab 1.4.2028 wären eben 1.553,85
Und dann ist hier noch der Hinweis, dass wenn bis zur Regelaltersrente Beiträge wie im Durchschnitt der letzten 5 Jahre gezahlt würden, dann bekäme er eine Rente von 1816,59. Ist natürlich noch mal ein bisschen mehr zu der hier voraussichtlichen Rente. Aber das vernachlässigen wir jetzt mal. Ich gehe davon aus, da er gesundheitliche Probleme hat, dass er nicht es sind ja noch 6 Jahre, voll durchziehen wird. Also es ist sehr wahrscheinlich, dass er auch noch zwischendurch arbeitsunfähig sein könnte. Jetzt schauen wir uns mal diese Rechnung an. Er bekommt ein Bruttogehalt monatlich von 3.900 € und zahlt darauf 9,3% Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung. Das sind im Monat 362,70 € mal 42 Monate. Er müsste also noch 15.233,40 € einzahlen, um seine volle ungekürzte Regelaltersrente zu bekommen. Geht er aber mit Abschlägen zum 1. Oktober 2024 in Rente, dann würde er die Rente mal 42 Monate, würde er bis zur Erreichung seiner Regelaltersrente schon 57.219,54 € an Rente von der gesetzlichen Rentenversicherung bekommen haben. Er hätte dann 42 Monate Arbeitszeit gespart, über 15.000 € Rentenversicherungsbeitrag, hat allerdings 191,48 weniger Rente, aber hat 42 Monate an Freizeit, an Lebensqualität gewonnen. Dann kommt noch hinzu, beginnt er seine Rente zum 1.10.2024, sind also aus heutiger Sicht, die Tabellen wurden ja noch nicht geändert, 84% der Rente steuerpflichtig. Wählt er den Rentenbeginn zum 1.4.2028, sind schon 88% der Rente steuerpflichtig. Ja, wie hat unser Mandant sich entschieden? Er sagt, er geht zum 1. Oktober 2024 mit 12,6% Abschlägen in Rente. Er ist Straßenbauarbeiter, habe ich ja schon gesagt, und die Baustellen sind oft bis zu 100 Kilometer von seiner Wohnung entfernt. Ja, das ist natürlich ein ganz schöner Zeitaufwand, abgesehen mal von den horrenden Spritpreisen. Aber wenn man jetzt mal 100 Kilometer eine Strecke sind, 200 Kilometer am Tag, sind 1000 in der Woche, das sind 4000 Kilometer im Monat. Also ich will jetzt nicht ausrechnen, wie viel Sprit man dafür braucht, das hängt ja auch vom Auto ab, was man fährt. Aber es ist schon eine enorme Summe, die man alleine für den Sprit aufwenden muss. Dann dieser Zeitaufwand, also wenn ich jetzt rechne, 3 Stunden, mal knapp gerechnet, ohne Stau und so weiter, 3 Stunden am Tag, das sind 15 Stunden in der Woche, das sind 60 Stunden im Monat Minimum, die er nur im Auto sitzt, verlorene Lebenszeit, also die er in Freizeit abgelten könnte. Wenn man das alles insgesamt betrachtet, kann ich in dem Fall nur sagen, ja, er hat das völlig richtig entschieden. Und er bleibt auch dabei, dass er die Abschläge von 12,6% in Kauf nimmt und geht 42 Monate eher in Rente. Also das sind jetzt noch rund 2,5 Jahre im Gegensatz zu 6 Jahre rund. Ne? Und ja, so kann er sein Leben noch ein bisschen genießen, und wie die Gesundheit so mitspielt oder nicht, das kann man ja nicht voraussehen. Also ich denke mal, in dem Fall ist das alles richtig. Natürlich muss jeder für sich selber entscheiden. Es hängt von den familiären Umständen ab. Habe ich Wohneigentum, habe ich eine Mietwohnung, habe ich ein finanzielles Polster, wie sind meine Bedürfnisse, welche Ansprüche habe ich, welche Hobbys habe ich, wie viel Geld brauche ich und reicht mir denn diese Rente? Ja, meine lieben Zuschauer, entscheiden muss jeder selber. Es waren jetzt ganz schön große Zahlen, aber ich denke, das ist einmal ganz interessant, wenn man sich genau die Zahlen vor Augen hält. Entscheiden muss letztendlich jeder, und egal wen es von Ihnen betrifft, ich wünsche euch eine gute Entscheidung.